Tag 1 auf der weltweit größten Werkstattmesse für den Automobilbereich. Wir sind mittendrin in Halle 12 rund um das Thema Carwash und Detailing. Wir nehmen euch mal mit, was hier so abgeht. Wir haben hier 2 Stoffsitze, Ledersitz, Lenkrad, Scheinwerfer, also dass man da wirklich mal drumherum ein bisschen arbeiten kann. Nicht immer nur polieren und versiegeln, sondern auch mal wirklich ein paar dreckige Oberflächen bearbeiten kann. Wie gesagt, hier ist alles fest, da kann man tipptopp arbeiten. Und hier im Hintergrund von mir seht ihr auch schon eins unserer 2 Autos auf dem Stand. Lisa Jasmin hat uns 2 Autos hierher gebracht. Danke auch nochmal an dich. Und jetzt zum Herzstück, zumindest für die meisten, das Thema Polieren und Versiegeln an zahlreichen Bauteilen. Wir haben hier wirklich verschiedene Bauteile mitgebracht, dass man nicht immer nur an der Haube arbeiten kann, sondern auch mal an der Tür, an einem Kotflügel, an einem Heckdeckel. Also dass man verschiedene Bauteile zur Verfügung hat, an denen man seine Polierskills trainieren kann oder einfach Produkte testen kann. Und hinten dann auch noch mal ein zweites Auto, auch ein schöner M3, diesmal ein E46, auch von Lisa Jasmin. Auch dafür vielen Dank. Der erste Workshop ist gerade im vollen Gange. Robert erklärt den Teilnehmern, wie man hologrammfrei poliert bzw. Hologramme beim Polieren vermeidet. Tag 2 auf der Messe Venus in Berlin. Nee, doch nicht. Automechaniker in Frankfurt sind wir. Ach, jetzt will ich aber wieder. Falscher Kanal auf jeden Fall. Heute am Tag 2 nehmen wir ein paar Interviews für euch auf und zwar zu ganz spannenden Themen. Du wirst uns jetzt mal erklären, wie man das Produkt anwendet, aber davor machen wir mal ein paar fiese Hologramme in Uni Schwarz, um zu gucken, wie viel davon abgedeckt wird. Robert, Feuer frei. Alles klar. Und das war's. Wie lange lässt es jetzt stehen? 15 Minuten. Ich würde sagen, wir stellen einen Timer. Tick, tack, und kommen in 15 Minuten wieder. Haben wir unsere Hologramme überdeckt. Also eine Kante sehen wir auf jeden Fall ganz deutlich jetzt schon. Ne? Also Farbvertiefung definitiv. Jetzt hör auf zu wischen. Nimm die Lampe. Schon mal spannend. Können wir es noch ein bisschen extremer sehen? Geht da noch mehr? Mal rüber auf den Anschluss. Ja, deutlich. Ich würde sagen. Sieht gut aus. Ja. Dann erzähl den Leuten noch mal da draußen, was macht der Color Scanner denn? Der Color Scanner hilft dir, die passende Lederfarbe zu mischen. Also du kannst ihn mit deinem Handy über Bluetooth verbinden, kannst dann auf irgendeine beliebige Oberfläche gehen, im Bestfall Leder halt in dem Fall. Und dann, wenn du einscannst, also abdrückst, und ist ja ein Farbspektrometer, wir reden immer von Scanner, aber für die Leute, die ein bisschen im Thema sind, ist es ein Farbspektrometer. Dann kannst du also einmal die Farbe ablesen, kriegst eine Rezeptur und hast es dann einfacher, eine Lederfarbe zu mischen. Tag 3 auf der Leipziger Buchmesse. Mal gucken. Ah ne, wir sind schon wieder in Frankfurt. Okay, also für euch, Mike schleift jetzt das Ganze runter, weil wir haben eine sehr zerkratzte Oberfläche. Er hat gemutmaßt, wir könnten das mit Absicht gemacht haben. Haben wir natürlich nicht. Und er levelt das jetzt einmal runter, damit er wirklich eine gute Grundlage hat, um dann beim Polieren ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Er nimmt jetzt eine 1500er Scheibe, Trockenschliff auf der Flex Elektro-Exzenter und schleift das einmal rabiat runter. Sehen wir auch nicht allzu oft in Deutschland. Garantiert nicht, vor allem nicht in der Masse. Okay, das ging jetzt relativ schnell. Mike fängt schon mal an. Er legt das leicht angewinkelt die Maschine auf, einfach um die Politur aufzunehmen, im Pad zu verteilen. Dann verteilt er sie einmal flach, das habt ihr gerade gesehen, und dann poliert er sie leicht angekantet, weil die Rotationsmaschine hat natürlich außen die größte Kraft und arbeitet. Mike, are you using pressure? Oh, heck yeah. Oh, heck yeah. Ja, also viel Druck nutzt er und ja, gibt hier richtig Gas. Jetzt müsst ihr mal einen Rechner rausholen, 15 bis 20 Pfund. Keine Ahnung, was das in Kilo sind, aber auf jeden Fall ordentlich. Also er sagt jetzt, er hat mit der 15er vorgekattet. Die ist extra dafür entwickelt worden, um harte Klarlacke und tiefe Kratzer rauszuschleifen, und geht jetzt mit der 520er einmal hinterher, gibt 2 Spritzer auf das Polierpad. Guckt euch mal den Druck an, den Mike drauf gibt. Okay, I was pushing pretty hard on that. Yeah. Now I'm just gonna bring my pressure up, just real light. Okay, also es wird unter viel Druck verteilt. Hinterher nimmt er den Druck raus, um dann die Hologramme und die Spuren noch mal aus dem Lack zu ziehen. Habe ich so auch noch nicht so oft gesehen. Nee. Das ist absolut krass. Wow. That was very, very fast. Herzlich willkommen zu Tag 4 auf der InnoTrans in Berlin. Ne, ich bin immer noch auf der falschen Messe, auf der Automechaniker in Frankfurt. Wir sind jetzt mal hier am Fleckstand, haben das Auto von Michael Winter hier. Einige von euch kennen den Dragster. Wir wollen jetzt mal gucken, was wir mit den Poliermaschinen und vor allem mit diesem kleinen Schmuckstück alles so hinbekommen. Wir haben sehr, sehr viel Orangenhaut,
Das wollen wir jetzt mal versuchen, mit den Buflex-Scheiben zu glätten und hinterher das Ganze hoch zu polieren. Herzlich willkommen zu Tag 5 auf der Gamescom in Köln. The haze can be fixed. Yeah, the defects are gone. Yeah. Yes. And that haze is one pass away from finish. Kelly sagt aber auch, die Technik ist jetzt nicht allgemein zu benutzen oder es ist ja, sozusagen nicht the only way to go. Es ist einfach eine Methode, die man benutzen kann, aber nicht muss. Wenn es passiert, dass das Polierpad nicht mehr frei rotiert, nicht schlimm, einfach durchziehen, mehr Druck ausüben, langsamer fahren. Genau, und auch die Aussage, dass er sagt, man soll sich mehr auf den Lack konzentrieren als auf die Maschine. Ich habe auch schon gesehen, hier hat einer so ein bisschen auf den Sitz gejist. Wie kriegen wir das denn wohl weg? Ja, das ist jetzt ein bisschen Mayonnaise, ein bisschen Ketchup. Mayonnaise Wir jetzt. haben auch Senf und was weiß ich schon alles gemacht. Und das Tolle ist, also man kann mit ganz wenig Wasser, mit Hitze und Temperatur Polster reinigen zum Beispiel. Das ist jetzt reines Leitungswasser. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, Robert, du machst die Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an den Kanal, macht die Glocke an und abonniert ihn kostenlos, um kein Video zu verpassen.